Hey Leute, was geht ab? Ich bin todesmüde, wie man vielleicht schon sehen kann. Wir haben es Mitternacht und ich habe jetzt ungefähr 5,5 Stunden Fahrt hinter mir. Aber ich dachte mir, egal, ich muss euch mal was richtig Krasses zeigen. Denn ich bin auf ein mega geiles Hotel gestoßen, hier in München. Ich bin auf einer Durchreise hier. Eigentlich fahre ich zum Wörthersee, aber auf einem Weg, 9 Stunden, deswegen mache ich immer ein Päuschen in München. Und vielleicht habt ihr schon mal was von der Motorworld gehört. Gibt's, ja, ich glaube, also in Köln kenne ich die, in Stuttgart gibt's eine, jetzt halt hier in München, ich weiß nicht, wo noch überall. Was das genau ist, kann ich euch gleich mal zeigen, falls ihr das nicht kennt. Auf jeden Fall, hier gibt's ein Hotel. Und das Hotel, das ist das geilste Hotel, welches ihr, glaube ich, als Autoliebhaber je gesehen habt. Oder sehen werdet. Jetzt. Ich zeig's euch mal. Ich würde sagen, um ein bisschen Spannung aufzubauen, fangen wir mal im Eingang hier an. Ja, bitte verzeiht auch die schlechte Videoqualität. Es ist halt hier relativ dunkel drin und die Handykamera, die, ja, kackt dann immer ab. Also, Eingangsbereich. Hier ein Auto an der Wand. Ja, ganz nett. Minibar und so weiter. Dusche, WC, Waschbecken und so weiter. Dann geht man weiter zum Bett. Jetzt denkt man sich erstmal so, gut, Bett, ja, hat halt jedes Hotel. Fernseher auch, kennt man. Aber, liebe Leute, die Aussicht, die ich von hier habe, die muss ich euch jetzt zeigen. Warte mal, dafür mache ich mal das Licht aus. Und das ist meine Aussicht. Ist das geil oder geil? Das ist einfach ein Hotelzimmer, wo du direkt die Garage nebenan hast. Und das gehört halt hier zusammen. Hier kommt halt keiner hin. Das ist deine eigene Garage mit ja, einer Glasscheibe dazwischen. Ist das geil oder was? Boah, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass weiß nicht, ich liege jetzt hier schon seit einer Stunde und guck mir einfach dieses Auto an hier durch die Glasscheibe. Vor allem, man kann hier Fernsehen und nebenbei mal immer aufs Auto rüberschauen. Das ist einfach wirklich, also wenn man sein Auto liebt, dann für einen Autoliebhaber gibt's, glaube ich, nichts Geileres. Und das ist gerade echt der Punkt, wo man sich ein bisschen ärgert, in meinem Fall, wie man sein Haus gebaut hat. Ich würde das heute noch mal ein bisschen anders machen. Das ist echt geil. Komm, wir schauen mal rein hier. Oder raus. Hier staut sich eine Hitze, das glaubt ihr gar nicht. Wie gesagt, 500 Kilometer hinter mir. Der Wagen ist noch richtig schön warm. Aber im Zimmer merke ich nichts davon. Da gibt's ja eine Klimaanlage. Das ist einfach nur geil, Leute. Also ich komme darauf gerade einfach noch nicht klar. Es ist draußen leider dunkel. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie es morgen früh aussieht. Das ist so eine kleine Lounge hier. Hier kann man so sitzen und sich das Auto auch nochmal so von hinten angucken. Für die Influencer unter uns. Wir können hier schön posen und Bilder machen. Das ist schon cool. Ist schon cool. Müsst ihr zugeben, ja? Gebt das mal zu hier in den Kommentaren, dass es einfach cool ist hier, so eine Garage mit so einem Hotelzimmer. Aber, warte mal, das hat noch Funktion hier. Zeige ich euch mal kurz. Hier drin ist es ja gerade ordentlich hell. Stört natürlich so ein bisschen, wenn man jetzt abends schön gemütlich da so auf dem Bett liegt und sich das Auto angucken will. Und dann kann man einfach hier, Moment, kann man einfach hier den Schalter umlegen. Und jetzt ist es schön ambient beleuchtet hier drin. Ja, nochmal vom Bett aus. Hier machen wir natürlich auch nochmal das große Licht aus. So. Und so sieht das jetzt mit der Ambiente-Beleuchtung aus. Und das kann man so machen an einem schönen gemütlichen Abend, oder? So, ich habe gerade kurz angedeutet, dass das hier noch nicht mal das Geilste an dem Zimmer ist. Ich zeige euch jetzt mal was. Dafür müssen wir einmal wieder zum Eingang gehen. So, ich nehme euch da jetzt einfach mal komplett mit. Ach, hier ist echt schön kühl. Also, da drin sind es bestimmt 40 Grad und hier schön angenehme 18 Grad. So, jetzt gehen wir einmal hier zu der Tür, wo man jetzt denkt, hier geht's nach draußen. Ich nehme mal die Karte mit. Und guckt mal, wo man hier jetzt hinkommt. Das, liebe Leute, ist die Motorworld in München. Und für all diejenigen, die nicht wissen, was eine Motorworld ist, hier seht ihr solche Glaskästen hinter mir. Und hier können Sammler, hier kann jeder sich zum Beispiel so eine Garage mieten und hier sein Auto einfach unterstellen. Und gleichzeitig ist dieser riesige Komplex hier auch wie so eine Art Museum, kann man sagen, weil hier kann jeder rein. Jetzt nachts nicht. Nachts können nur die Hotelbewohner hier rein. Aber es ist cool, wir haben jetzt 12 Uhr Mitternacht, Leute. Und ich kann hier einfach, wie so ein Spielkind, ja, wie Kevin allein zu Hause fühle ich mich gerade,
komplett hier durch die ganze Motorworld laufen. Ich bin einfach komplett allein. Um Mitternacht. Also wie geil wäre das bitte, wenn man hier mit so ein paar Freunden übernachtet und dann macht man hier, keine Ahnung, Larifari, so ein bisschen Picknick, Mitternachtspicknick in der Motorworld. Das Ganze ist wirklich riesig. Das ist auch super neu hier noch. Also das Hotel gibt es erstmal seit einem Monat. Hier steht auch noch nicht viel drin. Auch die Motorworld hier an sich ist, glaube ich, noch sehr neu. Die gibt es, glaube ich, auch erst seit 3 Monaten. Da hinten geht es auch noch weiter. Da hinten geht es auch noch weiter. Wo stehen denn hier ein paar Autos? Hier stehen schon mal ein paar Autos. Ein paar Ferraris. Und hier stehen ein paar McLarens. Leute, das ist, ihr wisst gar nicht, wie cool das gerade ist, hier mitten in der Nacht rumzulaufen. Das ist einfach nur geil. Ja, der GT, mit dem bin ich ja schon von Barcelona bis nach Hause gefahren. Auch ein schönes Auto. Oh, was haben wir hier? 600 LT. Oh, ich liebe den. Vor allem in der Farbe, Leute. Einfach nur geil. Schade, dass es jetzt nicht richtig beleuchtet ist, aber ihr könnt es euch, glaube ich, gut vorstellen. Meine Güte, guckt euch den an. Ach du Heilige. Einfach nur mega geil, Leute. Bitte entschuldigt das schlechte Licht. Es ist wirklich sehr dunkel hier. Also irgendwann kommt das iPhone auch an seine Grenzen. Ja, hier ein Truck. Da hinten. Guck mal, was habe ich denn da gespottet? Beleuchtete Rolltreppen. Es geht noch nach oben. Ich kann noch nach oben gehen. Ich frage mich, wo es hier hingeht. Ich bin voll aufgeregt. Leute, ich sollte eigentlich schlafen. Ich bin todesmüde. Aber ich renne hier halt doch so um Mitternacht in der Motorworld rum. Warum nicht? Okay, was gibt's hier? Okay, pure Enttäuschung. Hier oben ist leider nichts, außer so ein alte Kräne oder so. Und dafür kann ich mir aber von hier oben mal so einen Überblick verschaffen. Guckt mal, wie groß das ist, Leute. Das geht auch da hinten überall noch weiter. Da gehen wir jetzt natürlich noch hin. Das ist einfach so cool. Ich fühle mich so abenteuermäßig. Ja, als ob. Wie geil ist das denn? Bitte sagt mir nicht, dass das... Doch, es sind echte Swarovskis. Ach du lieber Himmel. Der ganze Wagen ist voll davon. Aber es sieht geil aus. Es sieht geil aus. Ich würde es nicht machen. Ich könnte es mir wahrscheinlich auch nicht leisten, aber es sieht geil aus. Ich frage mich nur, wie man das putzt. Hier gibt es dann auch überall so Restaurants und Bars. Ich weiß nicht, ob die noch offen haben. Sind noch Leute drin. Und hier seht ihr übrigens nochmal diese Glaskästen, also diese, wo man da seinen Autostellplatz mieten kann. Und das sind natürlich auch Aufzüge, weil... Die Autos werden dann so übereinander gestockt. Hier stehen halt leider noch keine Autos drin, weil das hier noch so neu ist. Aber hier wird dann ein Auto reingefahren und dann, ich weiß gar nicht, wie das System funktioniert. Auf jeden Fall kannst du die dann irgendwie hochfahren und komplett hier aufeinander stapeln. Ach, guck mal, Alpine gibt es auch hier. Die sieht man ja auch super selten, ne? Obwohl in München habe ich schon ein paar davon rumfahren sehen. Jede Menge McLarens, würde ich mal sagen. Oh, AMG GT dazwischen. Aber sonst McLaren. Da steht doch ein Senna GTR, glaube ich. Ja, das habe ich so richtig gespottet. Wie gesagt, leider sehr dunkel, tut mir leid. Oh, Lambo haben wir ja auch noch stehen. Also jede Menge Autos. Und ja, was auch immer hier noch so drunter steht. Ich finde es einfach super interessant. Ihr merkt, ich bin aufgeregt wie so ein kleines Kind. Ich finde das einfach geil. Wirklich. Also wenn ihr mal Zeit habt, dann nehmt euch ein paar Freunde und geht in dieses Hotel. Gibt es, wie gesagt, an mehreren Standorten. Und keine Ahnung, dann macht ihr hier so eine Pyjama-Party in der Motorworld. Einfach nur geil. So, wo ist jetzt nochmal mein Zimmer? Gute Frage. Ah ja, das war's. Wir gucken uns aber jetzt mal wieder das schönste Auto hier an. Ah, ja, herrlich. Herrlich. Ich glaube, morgen packe ich den nochmal um nochmal ein paar Bilder zu machen. Morgen früh, dass der Wagen mit dem Flügel mal hinten steht. So Leute, für mich ist Schlafenszeit. Ich bin jetzt echt hier über eine Stunde rumgerannt. Es ist schon 1 Uhr nachts. Ich gehe jetzt pennen und zeige euch das Ganze morgen nochmal bei Tageslicht. Gute Nacht. 7:59 Uhr morgens. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, so sieht das Ganze hier noch bei Tageslicht aus. Gut, draußen der Ausblick ist noch nicht ganz so toll. Hier ist noch Baustelle, aber es geht ja um diesen Ausblick hier. So, ich gehe jetzt noch frühstücken. Dann geht's für mich zum Wörthersee. Ja, und wenn man da morgens die Gardinen hier aufmacht, dann können die Besucher der Motorworld, die hier alle so rumlaufen, also die können hier alle rumlaufen, dann dementsprechend auch das Auto sehen. Na gut, der einzige Nachteil ist, die können dann hier auch ins Zimmer reingucken, aber wenn man dann halt eben auch schon angezogen ist, so wie ich jetzt, dann ist das ja egal. Das ist dann wie so ein kleines Ausstellungsstück hier noch von der Motorworld zusätzlich. Leute, was sagt ihr zu diesem Hotelzimmer? Ist das nicht das geilste Hotelzimmer, welches man als
Autoliebhaber haben kann. Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie findet ihr es, dass man hier nachts noch in der Motorworld dann rumlaufen kann? Für mich, ich habe mich gefühlt wie bei nachts im Museum oder so. Ich fand das total spannend. Ich bin auf eure Reaktionen gespannt und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ciao!